Mit heute fast 100 Millionen Einwohnern ist Ägypten das bevölkerungsreichste Land in der arabisch-islamischen Welt. Etwa 90% der Einwohner Ägyptens bekennen sich zum sunnitischen Islam. Doch auch die christlichen Wurzeln gehen tief. Bis heute gibt es eine lebendige koptische Minderheit. Trotzdem haben seit der Revolution von 2011 etwa 100.000 von ihnen das Land verlassen. Wie geht es den Christen in Ägypten heute? In the past, we had many problems as Christians. But in this time, in der Vergangenheit hatten wir als Christen viele Probleme. Heutzutage ist es anders. Unsere Probleme heute betreffen uns nicht so sehr als Christen, sondern als Ägypter. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wir reden über uns als Staatsbürger von Ägypten. Es wird also viel weniger über die Unterschiede zwischen Christen und Muslime gesprochen. Wir haben als Christen inzwischen die gleichen Rechte wie die Muslime. Wir können Gottesdienste feiern, wir dürfen Kirchen bauen, sogar in den neu gebauten Großstädten stellt uns der Staat gratis Grundstücke zur Verfügung, damit wir darauf Kirchen bauen können. Freely, gratis, to construct a church in this new city. Früher mussten Ägyptens Christen ihre Kirchen oft heimlich und illegal bauen. Als die radikale Muslimbruderschaft an der Macht war, häuften sich Diskriminierung und Ausgrenzung. Das Aufatmen, dass diese Zeiten momentan vorbei sind, ist spürbar. Wir dienen allen Menschen ohne Unterschied. Wir leben unseren Glauben nicht nur in der Kirche, sondern auch draußen, also dort, wo die Menschen sind. Wir müssen uns gegenseitig respektieren. Alle Probleme, die unser Land hat, betreffen uns ja gleichermaßen, egal ob Christen oder Muslime. Wir müssen unsere gesamte Gesellschaft voranbringen, nicht nur die Christen. We need to upgrade and develop the society, not only the Christian. Now, after the Russian and Ukrainian war, wir spüren, dass die Preise für Lebensmittel dramatisch angestiegen sind als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Als Kirche müssen wir damit umgehen und eine Lösung finden. Wer Arbeit sucht, bekommt auch Arbeit. Aber die Löhne halten nicht mit den steigenden Preisen mit. Die Menschen können also ihren Lebensunterhalt nicht mehr sicherstellen. Wir versuchen der ärmsten Bevölkerung zu helfen, damit sie ein Auskommen für sich und ihre Familien haben. Aber gegen die steigenden Preise sind auch wir machtlos. Das ist Aufgabe des Staates. It's not our job. It's not our role. It's the role of the state. Obwohl die Zahl der Christen klein geworden ist, spielen sie eine wichtige Rolle an der Seite der benachteiligten Menschen. Die Hilfe für Kinder mit Behinderung bekommen alle, egal ob ihre Eltern Christen oder Muslime sind.
how to be the light and the soul, the light of the light of the world and the salt of. Wie sollen wir denn sonst das Licht der Welt und das Salz der Erde sein, wenn wir nicht selbst ein gutes Beispiel für unseren Glauben abgeben? Im täglichen Dialog des Alltags können wir unsere Probleme gemeinsam lösen. Das ist der einzige Weg. Zumindest ist das meine Meinung. Davon bin ich überzeugt. Noch vor kurzem waren Ägyptens Christen in Gefahr. Im August 2013 erreichte die Welle der Gewalt einen Höhepunkt. Mindestens 45 christliche Kirchen und viele weitere Gebäude wurden angegriffen und in Brand gesteckt. Die Täter waren meistens Anhänger der Muslimbruderschaft. In der Stadt Beni Suef brannte die Schule der Franziskanerinnen nieder und wurde fast vollständig zerstört. Sie war über 100 Jahre alt und galt als eine der besten Schulen in der ganzen Region. Der Terrorismus richtete sich gezielt gegen uns Christen. Viele Kirchen wurden angegriffen. Christen sollten getötet werden. Das war wie im Irak mit dem Islamischen Staat. Die Regierung hat das in den Griff bekommen, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel in der Sinai-Region. Heute sind die Sicherheitsvorkehrungen in unseren Städten sehr hoch. Wir können uns sehr sicher fühlen. Für ihre strikte Politik wird die ägyptische Regierung international oft kritisiert. Den Christen hat sie eine Atempause verschafft. Die zerstörte Schule ist wieder aufgebaut. Sie ist voller Leben. Kinder aus christlichen Familien lernen gemeinsam mit muslimischen Schülern. Eine neue Generation wächst heran.